Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir schauen uns heute mal den Silberkurs an und natürlich auch die Silberminenaktien. Jetzt, da die Fed die Zinsentscheidung getroffen hat, wissen wir, wohin es mit den Zinsen geht, nämlich nach unten. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Dollar und damit auch natürlich auf die Rohstoffe. Das schauen wir uns gleich an und natürlich auch die Silberminenaktien. Wo stehen die denn aktuell? Und ja, eins vorweg kann ich schon mal sagen, ich bin recht bullish. Und ich denke, die Kurssteigerung, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, die dürften wir auch bis Jahresende auch noch weiterhin positiv sehen. Jetzt, bevor wir reingehen, natürlich noch zuerst der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, gehen wir auch gleich schon mal rein in den Silberkurs, würde ich sagen. Und hier sehen wir den Silberchart mal im Tageschart und hier sehen wir diesen sehr, sehr schönen Ausbruch über die 55-Dollar-Marke. Dann diese bullische Konsolidierung hier bei 58 Dollar und jetzt haben wir auch sogar schon die 60 Dollar überwunden. Wer hätte das gedacht, tatsächlich in Mitte des Jahres, dass Silber so schnell erstmal die 50 Dollar erreicht und dann sogar noch über 60 Dollar steigt. Und tatsächlich bin ich jetzt mit dem aktuellen Umfeld sogar so bullish, um zu sagen, mich würde es auch nicht wundern, wenn wir die 70 Dollar noch in diesem Jahr sehen. Wir haben jetzt hier noch gut 2 Wochen in diesem Jahr, etwas mehr. Und die Jahresendrallye steht natürlich ins Haus und dementsprechend glaube ich auch, dass wir bei Gold und Silber entsprechend eine ganz gute Performance sehen dürften. Gold schauen wir uns auch nochmal in den nächsten Tagen als Video an. Natürlich gibt es auch hier spannende Bewegungen. Gerade auch Gold sieht natürlich gerade besonders interessant aus, weil es gerade dabei ist, auszubrechen. Das, was Silber schon gemacht hat, das könnte jetzt bei Gold auch ein bisschen dementsprechend bevorstehen. Aber grundsätzlich bin ich da recht bullish, was Silber angeht. Auch charttechnisch hier im Tageschart haben wir, was den RSI geht, noch deutlich Luft nach oben. Das heißt, dieses Momentum, was wir aktuell haben, also diese Stärke dieses Aufwärtstrends, das ist weiterhin intakt. Und auch wenn wir mal hier in den Stundenchart gehen, ja, jetzt hier nach der Entscheidung der Fed-Notenbank in den USA, sehen wir einen sehr, sehr schönen Anstieg beim Silberpreis. Und das hat natürlich den Grund, weil eben die Zinsen gesenkt werden und Zinssenkung bedeutet grundsätzlich eigentlich auch einen schwächeren Dollar und das sehen wir entsprechend natürlich auch hier im Dollarchart. Ja, mit der Fed-Zinsentscheidung sehen wir hier auch den US-Dollar weiterhin im Abwärtstrend und gut möglich, dass wir hier entsprechend eine weitere Abwertung sehen. Gerade auch im Verhältnis zu anderen Währungen ist es relevant, weil jetzt, ich sag mal, Europa und auch vor allem Japan jetzt nicht gerade drauf sind, die Zinsen zu senken. Ganz im Gegenteil, in Japan werden sogar Stimmen laut, dass hier die Zinsen angehoben werden. Und wenn dieses Gleichgewicht, also dass in den USA die Zinsen gesenkt werden und woanders, in anderen Währungen, die Zinsen angehoben werden, dann schwächt es der US-Dollar und den US-Dollar und dementsprechend glaube ich, dass wir auch hier eine Beschleunigung im Abwärtstrend bei der Abwertung des US-Dollars sehen dürften. Und das ist natürlich dann grundsätzlich bullish für Silber. Unter anderem natürlich, ja, es gibt mehrere Faktoren, die aktuell sehr, sehr bullish sind. Und es ist tatsächlich nicht nur, ich sag mal, aus Investorensicht getrieben, also durch Investoren getrieben, sondern eben auch fundamental. Da wird auch schon seit geraumer Zeit, seit einigen Jahren von einem Silberdefizit gesprochen. Und ja, das hat jetzt eben oder kommt jetzt immer mehr zum Tragen, dass eben jetzt hier wirklich dieses Defizit auch die Reserven aufgebraucht hat, weil eben vor allem die Green Economy, also die erneuerbaren Energien und die USA und die Industrie immer mehr Silber benötigen, aber gleichzeitig die Minenproduktion eher, ich sage mal, stagniert beziehungsweise nicht dem hinterherkommt der steigenden Nachfrage. Und das ist natürlich auch fundamental ein sehr, sehr guter Faktor, dass wir eben bei diesem Silberausbruch hier, bei dem das nicht nur um eine temporäre Kursbewegung handelt, sondern tatsächlich auch durchaus eine längere Bewegung durchführen könnte, entsprechend getrieben von diesen Fundamentaldaten. Und wenn wir uns jetzt mal die Silberminenaktien anschauen, der Reihe nach, hier sehen wir jetzt zum Beispiel den Global X Silver Miners ETF, stellvertretend mal als Gesamtüberblick über den Silberminenaktienmarkt. Und hier sehen wir auch eine sehr schöne Bewegung in den letzten Tagen. Und tatsächlich sehen wir jetzt hier den Ausbruch über dieses letzte Hoch, ist glaube ich sogar ein Allzeithoch. Und dementsprechend glaube ich, dass hier auch nochmal ein deutlicheres Momentum reinkommen könnte, weil natürlich dieser anhaltend hohen Silberpreis jetzt wirklich extrem auf die fundamentalen Daten bei den
Silberminenaktien durchschlagen wird. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die einzelnen Aktien definitiv auch. Klar, First Majestic sieht auch sehr, sehr interessant aus. Wir sind auch gerade dabei, hier ein neues Hoch zu machen, über die $16 zu steigen. Und wenn wir das schaffen, dann glaube ich, kommt auch nochmal ein deutlicher Schwung rein. Ein gutes Momentum dürfte dann hineinkommen. Wir dürften auch dann relativ bald 20 US-Dollar bei der Aktie von First Majestic sehen. Wir haben ja jetzt auch hier schon bei den letzten Quartalszahlen gesehen, dass die Bruttomarge sich deutlich angehoben hat. Und das ist eben das, wovon die Silberminenproduzenten am Ende profitieren, vom hohen Silberpreis, dass sich das eben auf die Margen niederschlagen wird. Und die Bruttomarge erwarte ich dann zu den nächsten Quartalszahlen, die wir dann entsprechend im Ende Februar bekommen werden auch, dass die Bruttomargen noch weiter in Richtung 40% hier bei First Majestic dann auch weiter ansteigen sollten. Und das ist natürlich sehr, sehr ordentlich. Dementsprechend spulen dann auch die freien Cashflows. Das haben wir schon seit vielen Jahren jetzt hier bei First Majestic nicht gesehen. Und tatsächlich dann glaube ich auch, dass die Aktie im Zuge der nächsten Monate und Quartale auch noch deutlich höhere Kurse und durchaus auch Potenzial von 100% Kurssteigerung mit sich tragen wird, gefeuert natürlich auch oder angefeuert durch die guten Zahlen dann und den guten freien Cashflow. So, das ist zu First Majestic zumindest mal zu den Margen gesagt. Jetzt gucken wir uns mal die Bewertung an. Klar, die ist jetzt relativ hoch, aber da muss man immer mit einem gewissen im Hinterkopf behalten, dass natürlich der hohe Silberpreis für höhere Umsätze sorgt und dementsprechend die Bewertung auch runterkommt. Also ich glaube jetzt hier, auch wenn es den Anschein haben mag, dass wir relativ teuer bewertet sind, jetzt hier mit dem KUV von 8, ist es durchaus legitim. Ja, ganz in Zeiten des Hypes, an der Spitze des Hypes haben wir dann knapp KUVs von 10, das ist dann schon ziemlich hoch tatsächlich. Also wenn wir solche Bewertungsniveaus erreichen sollten, dann würde ich tatsächlich ein bisschen vielleicht über Gewinnmitnahmen nachdenken, oder vielleicht auch Aktien umschichten, die noch nicht ganz so hoch bewertet sind. Da kann es dann auch mal ein bisschen Nachholeffekte geben bei solchen Aktien, aber für First Majestic glaube ich definitiv, werden wir hier demnächst in den nächsten Monaten dann auch hier quasi testen, ein neues Allzeithoch zu machen. Also die $24 ist so das klare Kursziel, was ich so, sag mal, bis zum ersten Halbjahr 2026 habe, und dementsprechend haben wir hier auch eine ganz gute Kursrendite noch von knapp 50% in den nächsten Monaten. So, gehen wir mal zur nächsten Aktie, und das ist Pan American Silver. Die haben jetzt hier schon ein neues Allzeithoch gemacht. Pan American gefällt mir auch im Vergleich zu First Majestic auch durchaus besser. Das habe ich auch in den letzten Videos immer mal wieder schon gesagt. Und klar, so eine Rallye, das ist schon sehr, sehr beachtlich, aber es ist natürlich auch fundamental belegt. Wenn wir uns mal die Fundamentalkennzahlen anschauen, dann sehen wir eben genau das Gleiche, eben diese Anhebung der Margen. Was hier vor allem deutlich besser ist, ist die Nettogewinnmarge und auch die freien Cashflows. Deswegen gefällt mir Pan American Silver eigentlich deutlich besser als First Majestic, aber First Majestic ist eben so ein Branchenprimus. Es ist einer der größten Silberproduzenten. Und wenn wir uns mal die Bewertung anschauen bei Pan American Silver, dann sehen wir auch hier im Vergleich zur Historie, zumindest die letzten 5 Jahre, 7 Jahre sind es sogar, die wir jetzt hier im Chart sehen, dann sehen wir eine Allzeithochbewertung, aber im Vergleich zu First Majestic ist es immer noch geringer mit dem KUV von 6. Wenn wir uns mal das KGV anschauen, dann sehen wir zwar ein KGV von 30, aber die Gewinne sprudeln natürlich auch. Dementsprechend dürfte das KGV dann über die Zeit natürlich auch ich sag mal, geschmälert werden bzw. gesenkt werden. Natürlich steigt der Kurs weiter und das erhöht das KGV, aber die Börse preist ja immer die Zukunft ein, und das bedeutet, dass wir jetzt in einem aktuellen Umfeld, wo wir mit steigenden Silberpreisen rechnen, dass wir auch durchaus höhere Bewertungen zulassen werden vom Markt her. Und dementsprechend glaube ich auch, dass hier die Rallye noch lange nicht zu Ende ist. Wir haben jetzt hier ein neues Allzeithoch gemacht, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, jetzt hier Kursziele aufzurufen, aber ich glaube durchaus, dass wir hier auch ähnlich wie bei First Majestic ein entsprechendes Kursziel von 50% haben, beziehungsweise gerade runde Zahlen, $100, um es mal so in den Raum zu werfen, glaube ich, ist eine ganz gute Ausgangslage, die ich jetzt hier für Pan American Silver im ersten Halbjahr 2026 sehe. So, gehen wir mal zu Heckler, und Heckler ist auch eine sehr, sehr beachtliche Kursreaktion hingelegt, und ich habe es damals schon gesagt, wo Heckler hier ausgebrochen ist, habt ihr die Aktie im Auge, ja, diesen langen Abwärtstrend, den wir hier gesehen haben, wenn die Aktie hier nachhaltig ausbricht, dann kann es eine durchaus explosive Reaktion nach oben geben, und genau das haben wir gesehen. Die Aktie ist tatsächlich aber auch jetzt auf dem aktuellen Niveau wirklich ein bisschen teuer, mit die teuerste Aktie, die wir hier im Umfeld haben. Man hat natürlich auch gute Projekte, das darf man nicht
nicht vergessen. Klar, wir sehen auch hier eine Bruttomarge, die einer der höchsten ist in dem Bereich mit über 40% und eine Nettogewinnmarge von 50%. Die Cashflows, die es explodieren. Also durchaus fundamental eine Top-Aktie, aber eben schon ein bisschen teurer bewertet, sage ich mal. Aber hier steckt auch viel Fantasie drin. Man hat zum Beispiel eben das Projekt in den USA, eine große Mine, ich glaube in Arizona liegt die, wenn ich mich recht erinnere. Und da hat man auch staatliche Unterstützung. Also auch hier ist Zukunftsfantasie mit eingepreist im Sinne von weiteren Produktionssteigerungen. Und das in Kombination mit so einem hohen Silberpreis als Basis, das ist natürlich dann sehr, sehr bullish für so eine Aktie. Und tatsächlich glaube ich auch, Hekla ist schwierig einzuschätzen, wie weit es noch nach oben geht. Tatsächlich würde ich aber sagen, auch hier, wenn der Markt steigt, Hekla natürlich auch noch weiter. So die nächste größere Widerstandszone ist dann für mich so bei sagen wir mal so 25 US-Dollar, um es mal so ungefähr in Zahlen zu fassen. Da denke ich, dürfte die Aktie zumindest mal einen größeren Widerstand erreichen. Und im Zuge der Jahresendrally kann es auch gut möglich sein, dass wir in Richtung doch nochmal über die 20 Dollar steigen. Und auch hier für das erste Halbjahr 2026 sehe ich eben diese 25 Dollar für Hekla Mining. Das ist so mein Kursziel. Und dementsprechend gehe ich da an der Stelle hier mit diesen Zahlen ins Rennen. So, schauen wir uns die nächste Aktie an. Das ist Fresnillo. Und auch Fresnillo sieht sehr, sehr gut aus. Wir sind jetzt auch hier dabei, ein neues Allzeithoch zu machen. Und normalerweise, wenn Aktien ein neues Allzeithoch machen, dann gibt es auch nochmal Kaufanreize, Kaufimpulse. Und dementsprechend für Fresnillo sehen wir oder wird prognostiziert ein Umsatz von gut über 3,5 Milliarden Dollar nächstes Jahr mit weiter steigenden Silberpreisen, glaube ich aber, dass wir hier tatsächlich auch noch deutlich höhere Umsätze erzielen dürften. Und damit wären wir auch bei einem KUV. Und dieses Umsatzwachstum sehen wir auch hier sehr schön in den Zahlen, 32% aktuell. Und das dürfte dementsprechend auch noch in den nächsten Quartalszahlen dann anhalten. Das heißt, die Aussichten für die Silberminenaktien auch hier bei Fresnillo wirklich sehr, sehr gut. Silvercorp Metals, auch eine Aktie, die gerade charttechnisch sehr, sehr spannend aussieht. Eben weil wir jetzt gerade dabei sind, ein neues Hoch zu machen. Und ich denke, wir werden hier mit dem steigenden Silberpreis zusammen auch ein neues Hoch sehen. Das heißt, die Silberminenaktie dürfte bald hier über die 12 kanadische Dollar laufen und dementsprechend wäre das nächste Kursziel hier knapp so die 15 kanadische Dollar. Das ist auch ein Kursziel, was ich glaube, dass es noch schwierig sein dürfte, dieses Jahr zu erreichen, aber ich möchte nichts für unmöglich halten. Also wenn Silber in Richtung 70 Dollar läuft, kann es auch gut sein, dass wir hier nochmal 20-30% bei der Aktie oben drauf sehen. Vor allem, wenn wir hier so einen wichtigen Widerstand aus dem Weg räumen, dann, wie gesagt, liefert das auch nochmal Kaufimpulse am Markt und dementsprechend möchte ich es nicht ganz ausschließen, dass wir hier die 15 Dollar bei Silvercorp Metals im Laufe der nächsten Wochen vielleicht sogar schon sehen könnten, aber auch dann entsprechend im ersten Halbjahr 2026. Von der Bewertung her sind wir ein bisschen niedriger im Vergleich zu anderen Aktien, aber wir sehen es auch hier an den Fundamentalkennzahlen. Wir sehen hier immer mal wieder Einmaleffekte, dass wir hier in die negative Zone rutschen bei der Nettogewinnmarge. Aber was sehr, sehr beachtlich ist, ist die hohe Bruttomarge von fast 50% und damit auch einer der höchsten Bruttomargen hier im Sektor. Und das ist schon mal eine sehr, sehr gute Basis dafür, dass das Management eben eine sehr, sehr gute Grundlage hat, hier mit Profitabilitätsmaßnahmen auch mehr Gewinn rauszuholen und dementsprechend auch die freien Cashflows ein bisschen zu pushen. Das ist das, was mich so ein bisschen an Silvercorp Metals tatsächlich stört, aber ich glaube, dass wir hier vielleicht so ein bisschen auch eine Chance haben auf einen einen Turnaround-Kandidat, um es mal so zu sagen. Das heißt, wenn das Management hier entsprechend noch das Unternehmen noch ein bisschen profitabler macht, dass eben auch die freien Cashflows sprudeln, so wie was hier bei den anderen Unternehmen gesehen haben, dann glaube ich auch, dass wir hier vielleicht sogar ein bisschen eine Überperformance bei Silvercorp Metals sehen könnten. So, Curl Mining, sieht ein bisschen anders vom Chartbild her aus, aber Curl Mining ist auch wirklich sehr, sehr gut gelaufen und da muss man auch dann tatsächlich auch irgendwann mal sagen, okay, nach so einem steilen Anstieg, dann ist es auch einfach normal, dass wir so ein bisschen konsolidieren. Wir sehen aber auch hier,
entsprechend, dass der Kurs wieder an Momentum gewinnt, dass wir eben wieder diesen Aufwärtstrend etablieren. Und dementsprechend ist dann mein Kursziel für Curve Mining gut $23 hier oben. Da war das letzte Hoch, was wir hier bei der Aktie erreicht haben. Das sind zumindest vom aktuellen Niveau auch schon mal ein gutes Stück, nämlich fast 50%. Und dementsprechend hat die Aktie auch wirklich durch die Quartalszahlen auch ein bisschen in Mitleidenschaft geraten, die ein bisschen schlechter waren als erwartet. Aber nichtsdestotrotz werden die Zahlen jetzt immer besser werden, und das ist meines Erachtens bei Curve Mining tatsächlich, wer noch nicht etabliert ist, hier in der Aktie und sein möchte, wie gesagt, keine Anlageberatung, aber es ist tatsächlich eine ganz gute Chance, hier entsprechend vielleicht die Aktie nochmal bei so einer Korrekturphase zu ergattern. Von der Bewertung her, KGV von 6 ist normal in dem Rahmen, würde ich es aktuell sagen. KGV von 23 ist fair. Ist definitiv nicht zu teuer, ist auch nicht extrem günstig, aber ich denke, dass hier Curve Mining gerade eine ganz gute Situation ist oder eine ganz gute Chance, die Aktie recht fair bewertet zu kaufen. Keine Anlageberatung, ganz klar. Gucken wir mal auf die nächste Aktie, und das ist die Aktie, die ich auch im Depot habe. Da gehen wir hier auf die Silver Cruise Metals. Die hatte ich ja gekauft gehabt mit dem Hintergedanken, eben weil wir auch diesen Ausbruch hier gehabt haben und hier quasi ein neues Hoch gemacht haben. Die Aktie läuft meines Erachtens jetzt auch ziemlich gut. Wir haben auch hier sehr, sehr gute Quartalszahlen gehabt, die deutlich besser als erwartet waren. Dementsprechend hat die Aktie auch reagiert. Bin gespannt, wie es weiterläuft. Bin aber tatsächlich am Überlegen, ob ich nicht jetzt ein bisschen umschichten soll und dann hier Curve Mining, weil es aktuell für mich die interessantere Aktie tatsächlich ist, und das so ein bisschen das Beste noch herauszuholen. So, das war von meiner Seite ein kurzes, knappes Video an der Stelle zum Silberpreis, zur aktuellen Lage. Wir machen in den nächsten Tagen natürlich auch nochmal ein Video zum Goldpreis und auch, wie gesagt, zu den anderen Metallen, wenn ihr es gerne wollt. Und schreibt gerne in die Kommentare eure Explorer-Aktien im Bereich Silber. Da bin ich auch mal überlegen, ein Video zu machen. Und dann schauen wir uns gerne die Silberminen-Explorer-Aktien an. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bitte entschuldigt, wenn ich ab und zu mal so ein bisschen meine Stimme so ein bisschen heiser war. Irgendwie hat meine Stimme mich im Stich gelassen. Aber beim nächsten Mal wird es hoffentlich besser. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und ciao.